Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein HP Pavilion und zwar ein 15CW1 und ich zeige euch auch, wo ihr die genaue Modellnummer finden könnt. Aber zuallererst trennen wir mal das Laptop vom Ladekabel. Die genaue Modellbezeichnung steht bei diesem Gerät auf der Rückseite. Super schwer zu lesen, genau hier. Und mit dieser Modellnummer könnt ihr super einfach alle Ersatzteile genau für dieses Gerät bei uns im Shop finden. Allgemein lässt sich zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch hier ziemlich einfach ist. Dafür muss man nämlich nur den Frontrahmen lösen und kommt so an das Display ran. Bei der Tastatur ist es so, die kommt zusammen mit dem Topcase. Das Touchpad hingegen lässt sich einzeln tauschen. Um das Gerät zu öffnen, muss man erst alle Schrauben lösen. Und da gibt es einmal die 3 ganz vorne am Gerät und auch unter den Gummischienen sind Schrauben. Und hier ist es so, auf der linken Seite, wenn man hier von dieser Richtung schaut, ist eine Schraube zu lösen und auf dieser Seite sind 2 Schrauben. Das heißt, die beiden Gummifüße, die eine habe ich jetzt schon weggemacht, muss man lösen. Und da kann man versuchen, mit dem Finger drunter zu kommen. Sollte das mal nicht so gut gehen, kann man auch eine kleine Hilfe nehmen. Das dann ein bisschen aufhebeln und abziehen. Und da einfach nur schauen, je nachdem wie alt das Gerät ist, dass man nicht den Klebestreifen vom Gummifuß selber trennt. Und dann zieht man das einfach ab und kommt so an die beiden Schrauben ran. Auf der anderen Seite muss man es theoretisch noch nicht mal ganz abmachen. Da reicht es, wenn man es ein bisschen anhebt, die Schraube löst und genau. Zum Öffnen habe ich hier ein Universalwerkzeugset genommen. Das ist super praktisch. Das sind nämlich alle Aufsätze und Schrauben dabei, die man so gebrauchen kann. Und in dem Fall nehme ich einen Kreuzschraubendreher und zwar ein PH0. Und anzumerken sei hier noch, dass die 3 Schrauben vorne etwas kürzer sind als die unter den Gummischienen. Die sollte man also am besten auch getrennt aufbewahren. So, dann schauen wir mal, wo die Gehäuseunterseite eigentlich mit dem Gerät verbunden ist. Denn da müssen wir dann rein, um eine Öffnung zu finden. Und in dem Fall ist es so, dass das Gerät auch repariert werden muss. Und wie man hier sieht, sind hier Stellen ausgebrochen. Aber in dem Fall würde ich das jetzt trotzdem von der hinteren Seite anfangen. Aber nur, dass man das mal sieht. Hier läuft die Verbindungslinie und die läuft dann einmal um das Gerät herum. Auch hier vorne sieht man das ganz gut. Und ja, zum Aufmachen nehme ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann versuche ich zwischen die Unterseite und das Gehäuse zu kommen und die ein bisschen aufzuhebeln. Und ja, da kann man dann einfach ein bisschen rutschen und wackeln. Und das dann versuchen nach oben hin wegzuhebeln. Und genau, das knackt und knirscht oft ziemlich laut, aber da braucht man echt keine Angst zu haben. Das ist einfach, wenn die Einraststellen sich lösen, das ist also ganz normal. Da macht man nichts kaputt. Bei dem Modell bin ich jetzt einfach ein bisschen vorsichtiger, um da nichts zu verkratzen. Aber ansonsten ja, arbeitet man sich so einmal um das Gerät herum. Man kann sich da einfach auch Zeit lassen. Und dann kann man, wie man hier gut sieht, eigentlich schon mit den Fingern drunter fassen und das ein bisschen aufhebeln. Falls das nicht geht, macht man dann einfach mit genau der gleichen Technik weiter. Löst das einfach noch ein bisschen mehr und kann es dann einfach abziehen.
zeige euch die Unterseite jetzt auch mal von innen. Ja, und so sieht dann das Gerät von innen aus. Bevor wir jetzt aber irgendetwas weiteres machen, trennen wir auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard. Und in dem Fall ist der direkt auf das Mainboard quasi drauf gesteckt. Das heißt, wir lösen diese Schrauben hier, nehmen den Akku komplett raus und ja, schlagen da gleich 2 Fliegen mit einer Klappe. Den Akku kann man dann nach oben hin wegnehmen. Wenn der ein bisschen aufgeklebt ist, nicht wundern. Und dann löst er sich und man kann den dann, wenn man nicht wie ich hier noch eine Schraube vergisst, dann kann man den hier von der Verbindung einfach abziehen. Hier sieht man, dass er da ein bisschen aufgeklebt war. Und gegebenenfalls eben auch gleich tauschen. So, was können wir hier noch sehen? Wir sehen, dass hier drüben noch Platz für eine 2,5 Zoll Festplatte ist. Vielleicht ist da ja auch eine verbaut in dem Gerät. Auf jeden Fall, wenn man die nachrüsten will, muss man das Gehäuse und das Adapterkabel dazu bestellen. Und das wird dann hier mit dem Mainboard verbunden. Wir sehen hier die 2 RAM-Slots, von denen hier jetzt nur einer belegt ist. Hier ist die SSD. Direkt darüber ist das WLAN-Modul. Und hier sehen wir den Lüfter und den Heatsink, der die CPU kühlt. Und es gibt eben auch ein Mainboard, wo auch eine GPU verbaut ist. Und in dem Fall wäre dann hier auch ein Doppellüfter. Da muss man also nicht denken, dass hier irgendwas fehlt oder kaputt ist. Das ist jetzt einfach nur, weil hier nur die CPU gekühlt werden muss. Direkt unter dem Akku sieht man hier jetzt übrigens auch das Touchpad, was sich wie gesagt auch einzeln lösen lässt. Und da ist es so, es gibt hier unter dem Kabel und auch unter dem Klebeband hier 3 Schrauben, die man lösen muss. Das Klebeband selber kann man einfach so ein bisschen nach oben ziehen. Und man muss auf jeden Fall das Kabel, was das Touchpad mit dem Mainboard verbindet, trennen. Und da ist es so, nicht einfach am Kabel ziehen. Das ist hier mit einem Kippschalter verbunden. Das muss man erst nach oben klappen oder den Stecker. Und der gibt dann das Kabel frei und dann kann man das rausziehen. Beim Wiederverbinden eigentlich nur darauf achten, die weiße Linie hier, die man sehen kann, gibt eigentlich an, bis wohin der Stecker rein muss. Die ist dann auf einer Linie mit der anderen weißen Linie hier. Das heißt, bis dahin steckt man das wieder rein, klappt den Stecker um und so geht das. Den RAM auszutauschen ist super einfach. Dafür muss man nämlich nur diese beiden silbernen Klammern an der Seite so ein bisschen nach außen ziehen. Dann springt einem der RAM in diesem Fall wortwörtlich entgegen. Und dann kann man den aus dem Slot ziehen und austauschen. Und beim Einbau ganz genauso einfach wieder zurück in den Slot schieben und nach unten drücken, bis die beiden Klammern wieder einrasten. Um die SSD zu tauschen, die hier ist, muss man nur diese Schraube hier hinten lösen und wie in dem Fall jetzt das Klebeband hier wegmachen und auch hier unten. Okay, die sind aber zum Glück nicht geklebt. Dann kann man die SSD so ein bisschen nach oben hebeln, nicht zu weit und dann aus dem Slot ziehen. Und auch hier ist der Einbau genauso einfach. Die SSD kommt wieder in den Slot zurück. Das Ganze nach hinten. Kann man sie nach unten drücken, die sitzt dann genau auf dem Gewinde und einfach wieder verschrauben. Den Lüfter kann man bei diesem Gerät auch einzeln tauschen. Und hier ist auch der Ausbau sehr einfach gemacht. Man löst einfach die 3 Schrauben hier und trennt das Lüfterkabel. Und ja, hier ist es so, die sind ziemlich dünn, die Kabel. Ich würde versuchen, da nicht direkt dran zu ziehen. Im Idealfall, hier ist eine kleine Ausbuchtung drin, kann man den da greifen, dann nach unten hin einfach wegziehen. Und dann nur noch die Schrauben lösen. Und dann kann man den Lüfter einfach nach oben aus dem Gehäuse nehmen und eben gegebenenfalls austauschen.
Sollte man bei dem neuen Lüfter mal nicht genau wissen, je nachdem wie das Kabel hier liegt und gedreht ist, wie rum der Stecker hier reingehört. Die Kontakte, die man hier sehen kann, zeigen in dem Fall nach oben. So, der Einbau ist genauso einfach. Man steckt, also ich würde jetzt erst das Kabel wieder verbinden. Ganz nach hinten wieder reinschieben. Dann kommt der Lüfter wieder auf die Gewinde. Der hält ganz gut in dieser Position und dann kann man den wieder verschrauben. Und so schnell geht das bei diesem Modell. So, beim Akkueinbau kann man sich so ein bisschen daran orientieren. Hier unten neben der Schraube ist noch eine kleine Öffnung. Und dafür gibt es dann hier die kleine Noppe neben der Schraube auf beiden Seiten. Das heißt, da kann man das wieder reinlegen. Und dann wird das einfach wieder nach unten auf die Steckverbindung drauf gedrückt und verschraubt. Und ja, also super einfach zu machen hier. Die Gehäuseunterseite kann man jetzt wieder auf das Gerät drauflegen und zudrücken. Und da kann man ruhig kräftig drücken, dass alle Einraststellen auch wirklich wieder sich verbinden. Auch in der Mitte. Ende auch immer noch einmal um das Gerät herum und schaut, dass wirklich nirgendwo mehr eine Lücke zu sehen ist. Und dann muss man nur noch wieder alles verschrauben. Macht die Gummischienen wieder drauf. Sollten die mal nicht mehr richtig kleben, kann man neues beidseitiges Klebeband kaufen und die dann so wieder neu befestigen. So, das war es auch schon wieder für dieses Modell. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Falls ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.